Heute geht es um das Thema Emotionen, Gefühle. Jeder Song hat sein ganz eigenes Gefühl, jeder Song hat seine Textbedeutung, die du fühlst, die du hörst, die du für dich als wichtig erahnst und am liebsten mitsingen möchtest. Jeder einzelne Text hat quasi seine eigene Emotion. Der Künstler oder die Künstlerin singt uns diese eine Emotion vor. Das heißt, sie gibt uns Gefühle vor. Aber was ist das mit unseren Gefühlen? Es kann jetzt ja eigentlich sein, dass wir das ganz anders empfinden. Dass wir eigentlich diesen Text für uns total anders kennengelernt haben. Und wenn wir ihn singen wollen, würden wir am liebsten ihn ganz anders performen, ihn total anders singen, ihn total anders empfinden. Aber geht nicht, weil wir andauernd die Künstlerin im Ohr haben. Und was dann passiert ist, wir kopieren. Wir fangen an zu kopieren und das wollen wir definitiv nicht. Ich habe überhaupt kein Interesse an einem Sänger, der einen anderen Künstler kopiert. Sei es stimmlich, sei es emotional, sei in irgendeiner Art und Weise. Ich will gerne, dass ich deine ganz, ganz persönliche Stimme höre. Ich will deine Emotionen erfahren. Ich will deine Wünsche, deine Liebe, ich will deine Probleme, ich möchte alles das, was du mir sagen möchtest, in deinem Song hören. Und darum geht's heute. Wir haben uns jetzt einen kleinen Songpart überlegt, der ist von René Olstedt. Ein Song, der da wunderbar heißt I Wanna Love That Will Last. Den spiele ich dir jetzt gleich vor. Und jetzt hören wir uns mal an, wie sie denn singt und welche Möglichkeiten man hat letztendlich, oder die ich habe in dem Moment, diesen Song und den Text und die Bedeutung des Textes für mich total zu überdehnen. Total zu sagen, hey, wie empfinde ich das? Was möchte ich eigentlich mit dem Song ausdrücken? Muss ich das ausdrücken? Muss ich tatsächlich das ausdrücken, was mir der Sänger oder die Sängerin vorgibt? Oder kann ich meine ganz eigenen Gefühle zeigen? Und jetzt gucken wir uns mal den Song an und dann geht's gleich weiter. Bis gleich. I want a little something more. Don't want the middle or the one before. I don't desire a complicated past. I want love that will last. Jetzt merkst du schon, der ist total zart gesungen. Er hat was Verträumtes, so ein bisschen, ich bin 5 und ich habe das Gefühl, die Welt ist so böse mit mir. Und dabei möchte ich doch eigentlich nur eins, und zwar eine Liebe, die für immer und ewig lastet. Ja? Also irgendwie ist so der Song zart, verträumt, schnuckelig. So, fühlst du dich jeden Tag so? Ich nicht. Es kann sein, dass ich heute eigentlich das Gefühl habe, dass ich gerne diesen Song sauer singen möchte. Ich möchte gerne das Gefühl haben, Mist nochmal. Ich möchte gerne Liebe haben, die für immer da bleibt und die mal echt andauert und nicht andauernd weg ist. Und da benutze ich so Sachen wie zum Beispiel ein extra Räuspern oder eine leichte, ein bisschen mehr Power in der Stimme, etwas mehr, etwas mehr betont auf den Konsonanten. Ich bin nicht so zart, ich habe nicht so viele Vokale, sondern gehe mehr auf den Konsonanten drauf. Wir probieren es einfach mal aus. I want a little something more. Don't want the middle or the one before. Don't desire a complicated past. I want a love that will last. Das haben wir schon gemerkt. Es war so ein bisschen mehr heavy, ein bisschen mehr Power da drin. Es hat etwas mehr, hey, das will ich jetzt haben. So. Was ich gemacht habe, ist ein bisschen mehr auf den Konsonanten drauf. Ich habe meine Vokale leichter verkürzt. Ich habe ein bisschen mehr den Song für mich als
in meinem Bild als möglicherweise, ich streite mit meinem Mann oder mit meinem Freund und dann fange ich an irgendwie zu träumen und denke mir, scheiß nochmal, ich will nicht irgendwie den in der Mitte oder den davor. Ich will einfach irgendwann mal einen Typen haben, der geil ist. Ja? Und dann will ich das eher haben wie jetzt und sofort. So, aber ich könnte letztendlich auch verträumter sein, vielleicht ähnlich wie ihre Version, vielleicht noch ein Stück weit kindlicher, so ein bisschen, es wäre ja toll, wenn es mal passiert. Jetzt probieren wir es mal. Habe ich gemacht. Ich habe ein bisschen mehr laid back gesungen, das heißt, nicht so auf den Punkt, als ob ich nicht so weiß, was will ich gerade? Will ich eigentlich die Power haben? Ich weiß genau, was ich will, sondern eigentlich war ich so nach dem Motto, ich habe es noch nicht so für mich entdeckt, ich bin ein bisschen kleiner, ich bin auch jünger, ich habe möglicherweise auch noch nicht so viel Erfahrung oder ich träume einfach von diesem einen ganz, ganz tollen Typen, den es nur einmal auf dieser Welt gibt und ich habe ihn noch nicht gefunden. Und was habe ich noch gemacht? Ich habe ein bisschen die Vokale verlängert. Ich habe mich leicht nach hinten gelegt. Ich bin etwas laidbacker gewesen. Meine Konsonanten waren zarter. Meine Stimme war etwas mehr hauchiger. Wahrscheinlich habe ich ein Stück zu viel Sexappeal da reingelegt. Würde ich jetzt das nochmal kindlicher machen oder zarter machen, würde ich wahrscheinlich den Hauch nicht unbedingt verbinden mit Sex, sondern eher eben den Hauch mit verbinden mit, ich weiß noch nicht so ganz genau, was ich will. Ja? Jetzt gucken wir aber nochmal, was könnte es noch sein? Es könnte einfach nur eine Erzählung sein. Es könnte einfach nur bedeuten, wartet mal einen kleinen Moment, ich erzähle euch mal, was ich heute gerne will. Du triffst dich mit deiner Freundin im Café, sitzt da und erzählst dir, Mensch, weißt du was? Eigentlich hätte ich gerne einen Typen, der einfach anders ist als die anderen. Ja? Bisschen kühler, bisschen, ich erzähle einfach so. Ich betone nicht, ich singe nicht, eigentlich erzähle ich nur meinen Text. Jetzt versuchen wir das mal. Something more. Don't want the middle or the one before. Don't desire a complicated past. I want a love that will last. Hat ein bisschen was Kühles, mehr Erzählerisches. Sagt so ein bisschen, hey, weißt du noch, der davor, nee, so einen will ich nicht. Und der davor in der Mitte will ich auch nicht. Einfach nur eine Liebe, die ich gerne haben möchte. Das heißt, ich versuche mich in meine Emotion hineinzuspüren, hineinzufühlen. Ich möchte mir quasi in mein Bild, ich male es auch vor mir richtig auf. Ich sehe Bilder. Ich sehe vor mir quasi den Typen, den ich gerne haben möchte. Der Typ, den ich gerade hatte, der mich voll genervt hat, ist nicht meins. Und ich sehe so richtig die Bilder, ich male sie mir auf wie so in einem kleinen Video. Und jetzt erträume ich mir das, was ich gerne haben will. Und das kann auch mal so ein bisschen, wie soll ich sagen, vielleicht bin ich ein Power-Typ oder eine Power-Frau. Und jetzt möchte ich genau auf den Punkt kommen und sagen, ich sage euch jetzt mal, was ich will. Something more. Don't want the middle or the one before. Don't desire a complicated past. I want a love that will last. Es war so ein bisschen mehr, ich sage jetzt mal leicht souliger, vielleicht auch etwas gewichtiger. Die Stimme war größer, ich hatte mehr Masse in meiner Stimme, also keine Leichtigkeit, sondern habe mehr Masse reingesetzt. Ich habe hier auch mehr Konsonant gehabt, aber eher einen schwereren Vokal.
Du weißt hoffentlich, was Konsonanten und Vokale sind. Ganz genau. A, E, I, O, U sind unsere Vokale. Die Konsonanten ist the holy rest. Also versuchen wir mal, nochmal reinzugehen in diesen Song. Ich mache ihn jetzt einfach etwas vielleicht rockiger. Who knows? I want a little something more. I want the middle or the one before. I don't desire a complicated past. I want a love that will last. Bisschen kaputt. Ich habe ein bisschen die Stimme gezerrt. Ja? Würde ich das im Normalfall über den kompletten Song machen? Never. Never. Ich würde immer versuchen, etwas da, mal so eine kleine Stimmfarbe, mal so eine kleine Stimmfarbe. Aber grundsätzlich war das mehr der Rocky-Style. Möchte ich jetzt aber sagen, ich will gerne bei I Want a Little etwas mehr eine Person sein, die verträumter ist. Bei Something More möchte ich aber jemand sein, der schon weiß, was er will. Würde ich jetzt eigentlich singen, I want a little something more. Das heißt, ich stelle am Anfang so ein bisschen das Verträumte, danach komme ich aber mehr auf den Punkt. Oder danach kommt dann down in the middle, all the one before. Ich zeige auf mich. Ich bin mehr auf den Punkt. Ich komme don't desire. Ja, ich will nicht. Ich habe keine Böcke da drauf. Auf eine komplizierte Vergangenheit. A complicated past. Jetzt wieder verträumt. I wanna love that will last. Das heißt, ich versuche im Normalfall verschiedene Gefühle, verschiedene Gesangsarten und verschiedene Formen meines Gesangs zu verbinden. Stell dir vor, in deiner Familie, du hast einen Bruder, du hast eine Mutter, du hast einen Vater, du hast Freunde, eine Opa, Oma. Und mit jedem Einzelnen sprichst du anders. Du benutzt bei jedem Einzelnen eine komplett andere Stimmfarbe. Bei deinem Bruder bist du cool, bei deiner Mutter sagst du, ja, mach ich. Bei deinem Dad bist du vielleicht noch ein bisschen zarter, weil du vielleicht weißt, hey, Daddy liebt mich ganz besonders. Und bist halt einfach total nett zu ihm. Oma und Opa, da haben wir wieder eine komplett andere Stimme. Und jetzt stell dir auch vor, mit deinen Freundinnen, du erzählst da, was dir so passiert ist. Deine Stimmfarbe verändert sich den kompletten Tag lang. Beobachte dich mal selber dabei, wie du letztendlich bei jeder Art und Weise des Sprechens, wie du deine Stimmfarbe veränderst. Wenn ich mich zanke, dann ist es nicht irgendwie, hey, du Arschloch. Da bist du eher, hey! Ja, dann bist du eher mehr, du bist mehr krasser, du bist sauer, du bist genervt. Ja? Wenn du aber ganz zart sein möchtest, du hauchst jemandem ins Ohr und sagst, hey du, schön, dass du da bist. Dann versuchst du deine Stimme natürlich auch ein bisschen zarter zu haben. Und so macht man das in einem Song auch. Probier dich aus. Probier es immer wieder. Versuch selber deine ganz, ganz verschiedenen Stimmfarben zu entdecken, ohne dass du Ton, Melodie oder sonst irgendwas veränderst. Versuch dich immer wieder neu zu entdecken und dann quasi für dich selber deinen ganz, ganz persönlichen eigenen Song zu kreieren. Versuch nicht, dein Künstler oder deine Künstlerin, versucht es nicht zu kopieren. Die gibt es schon. Ich will dich hören und deine Stimme. Viel Spaß beim Entdecken. Abonnier meinen Kanal! Das war das Gefühl in Rotzig. Und jetzt wollen wir es netter.
Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du vorbeikommst und den Kanal